Hallo liebe Twizy-Freunde, es geht heute nochmal um das Thema Selbstbauakku, um das Thema große Zellen und nicht mehr Verfügbarkeit der Zellen. Unsere Hauptlieferantin, die Lea, das habt ihr ja mitbekommen, da habe ich euch ja vor 2 Wochen ein Video gemacht, hat gemeldet, dass sie von den Akkus keine mehr hat. Ich habe euch ja schon vor einem halben Jahr mal erklärt, dass wir halt als Twizy-Bastler in der Nahrungskette der Akkuindustrie halt quasi nach den letzten noch weiter hinten dran sind und eigentlich von den Resten leben, die irgendwo mal für die Automobilindustrie gebaut wurden oder für andere Anwendungen. Und unser Problem war jetzt, wir haben jetzt alles auf diese Zellen ausgerichtet. Die Zellen haben auch wunderbar in den Twizy reingepasst, alles prima, alles toll. Kurze Rede, langer Sinn, ich habe nach der Hiobsbotschaft, dass es keine Zellen mehr gibt, angefangen mal, ich glaube, 20 chinesische Shops zu akquirieren, ob die welche besorgen können. Es haben ja mindestens 15 oder so haben die im Angebot auf den Alibaba-Seiten. Wenn man dann aber anfragt, dann dauert es so zwischen 30 Minuten und 3 Tagen, bis dann eben die Info kommt, wie viele hättest du denn gerne? Und wenn man dann sagt, ja, ich hätte so Bunches to je 14, also immer so 14er Stapel, dann ist die Antwort, ja, nee, sorry, haben wir nicht mehr. Und bei manchen ist die Antwort auch gleich, sorry, haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir aber das Glück, dass unser Rainer, auch ein Mitglied aus dem Twizy-Forum, anscheinend den 21. Lieferanten gefunden hat, auf den ich nicht zugegangen bin und mit dem erfolgreich eine Bestellung von 14 Zellen durchgeführt hat. Und es sieht so aus, als ob das ein seriöser Shop sein könnte. Er bietet Zahlung direkt über Ali an, er bietet PayPal als Zahlungsmöglichkeit an. Wir haben Fotos der zu jeweils 7 abgepackten Zellen im Karton. Also bis dato macht das einen recht glaubwürdigen Eindruck. Natürlich kann ich es euch nicht so garantieren wie bei der Lea, da wussten wir einfach, wenn man anruft, dann passt alles. Oder wenn man WhatsApp hinschickt, passt alles. Aber die Zellen, also der Lieferant macht einen ganz vernünftigen Eindruck. Ja, ob ihr dort bestellt oder nicht, das müsst ihr jetzt selber riskieren. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal einen Satz Akkus dort bestellen. Des Weiteren habe ich jetzt nochmal eine Ladung Busbars beim chinesischen Lieferanten bestellt. Alle die mir bis dato geschrieben haben, sie brauchen noch Busbars, hängen an der Bestellwand und ich habe nochmal einen kräftigen Schwung Busbars dazu bestellt, weil ich davon ausgehe, dass jetzt doch nochmal, ich schätze mal 10 bis 15 bis 20 von euch nochmal Akkus bestellen werden, sodass dafür auch die Menge noch gerade ausreichend ist. Ich gehe davon aus, dass auch die Liefermengen, die jetzt bei dem neuen Lieferanten noch verfügbar sind, überschaubar sind, denn die Zellen wurden wohl definitiv 2022 von Kalb eingestellt. Ich suche zusammen mit Lea schon jetzt nach Alternativen. Wir sind an Cuttle-Akkus dran. Die hätten dann nur, ich glaube, 205 statt 218 Ampere-Stunden. Aber ich sage mal, damit könnten wir vermutlich alle leben. Aber egal, wie wir sie einpassen, es fehlen im Moment 3 cm im Akkugehäuse. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, das BMS extern zum Beispiel zu bauen, aber dann müssen Löcher in das Alugehäuse rein, in den Deckel rein, es muss ein neuer Kabelsatz gemacht werden, also alles in allem sind das dann Umbaumaßnahmen, die für einen Profi machbar sind, aber für den geneigten Hobbybastler einfach schlicht und ergreifend indiskutabel. Wer die Thematik im Forum ein bisschen verfolgt hat, der Jack Lee aus dem Forum, also die Firma Voltra, ist dran, Zellen zu bauen, die 1:1 die Ersatzzellen ersetzen können, aber wir werden uns dort, und das ist der kleine Wehmutstropfen, in ganz anderen Preisen bewegen. Also die werden auch noch ein bisschen mehr Leistung haben, die werden statt 11 Kilowattstunden dann 13 Kilowattstunden haben, aber wir sind irgendwo, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Patrick, schlag mich nicht, wenn ich es falsch sage, irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Euro werden diese Zellen dann kosten und wir liegen halt im Moment für so eine Selbstbaulösung bei gut 1.000 Euro und da ist natürlich dann der Sprung schon nochmal deutlich da. Also alles in allem, ich mache euch unten in die Videobeschreibung
2 Links rein. Eine E-Mail-Adresse und sofern ich die habe, ich glaube, der Rainer hat sie mir geschickt, auch eine WhatsApp-Nummer, wo ihr nochmal Akkus bestellen könnt. Wir gehen im Moment davon aus, dass das eine seriöse Adresse ist. Wie gesagt, er akzeptiert Zahlung direkt über Alibaba und Zahlung per PayPal. Das sind für mich 2 Zeichen, dass das einigermaßen in Ordnung geht. Zahlt bitte niemals an Ali vorbei oder per Kreditkarte oder irgendwie sonst was direkt an Lieferanten in China, das geht in die Hose. Aber über die Plattform und über PayPal, ich gehe davon aus, dass das in Ordnung geht. Ja, jetzt drücken wir uns die Daumen. Ich würde sagen, überlegt euch das die nächsten 48 Stunden, weil wie lange dieser Lieferant noch welche liefern kann, weiß auch kein Mensch. Ich habe euch vor einem halben Jahr schon vorgewarnt, das Gejammer war jetzt groß, nachdem die Zellen aus waren. Es sind jetzt nochmal von den passenden Zellen wohl welche verfügbar, aber wie gesagt, die Menge ist im Moment überschaubar, wir wissen es nicht. Neue werden definitiv nicht mehr gebaut. Überlegt euch, ob ihr eine schnelle und einfache Lösung machen wollt. Stellt euch notfalls die Zellen irgendwo in den Keller. Wenn ihr sie euch in den Keller stellt, ist natürlich die nächste Frage, wie weit ich in 1 oder 2 Jahren noch in der Lage bin oder Lust habe, nochmal dann 1 oder 2 Busbars nachzubestellen. Das macht keinen Sinn. Also das heißt, wenn ihr umbauen wollt, stellt euch die komplette Ware in den Keller, das Umbauset plus den Akku. Dem Akku passiert 2 Jahre nichts, wenn er einigermaßen unter Raumbedingungen gelagert wird. Aber bestellt euch die Dinger, solange ihr noch könnt. Ja, das war mal die gute Nachricht zum Tag. Es sieht also so aus, als ob wir doch nochmal eine überschaubare Menge an Akkus bekommen. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Ciao.